Irgendwann ist jedes Teakdeck mal dran. Die Fugen sind hinüber, zu dünn, sonst was. Sie müssen erneuert werden. Bei mir ist das im Cockpit der Fall. Einige von den Fugen müssen erneuert werden, also mit anderen Worten, alle Fugen auf dieser Seite vom Cockpit, weil Sikaflex ist, zum Teil wird das flüssig, wird sehr oft benutzt für Fugen, aber in der Hitze taugt es nicht besonders viel. Jedenfalls wird es irgendwann mal flüssig und das ist eine Riesensauerei. Und das sind die wichtigsten Werkzeuge hier, um das zu machen. Das ist einmal dieses Feingerät, womit man die Fugen rausholen kann. Dann gibt es hier dieses spezielle Messer, womit man hier diese Seiten quasi sauber machen kann. Und dann das liebe ich ganz besonders. Damit kann man die Fuge nochmal sauber machen und auch vertiefen. Muss natürlich genau die richtige Breite haben, damit man die Fuge nicht kaputt macht. Am Ende muss dann mit Sandpapier, da gibt es auch ein spezielles Werkzeug von TDS, kostet allerdings 75 €. Also ich nehme jetzt einfach nur Sandpapier, um die Seite hier sauber zu machen. So. Natürlich ist auch noch ein Staubsauger ein wichtiges Utensil, was man unbedingt braucht. Die Werkzeuge habe ich vorher geschärft mit diesem tollen Tool hier. Das ist eigentlich für Messer da, aber das muss man halt mit der Hand benutzen. Dann kann man das auch scharf kriegen. Auf alle Fälle habe ich es geschafft. Das ist der unfreiwillige Test. Einmal abgerutscht und schon wusste ich, dass es scharf ist. Damit ich richtig arbeiten kann, habe ich mir unterhalb des Bimini-Tops noch die Kuchenbude aufgebaut. Und jetzt ist es richtig trocken da drin, weil es soll heute in Strömen regnen. Sowas wie 50 Liter pro Quadratmeter. Das soll, glaube ich, noch kommen. Bisher war noch nicht so furchtbar viel. Aber es schützt auf alle Fälle, denn ich bin noch völlig trocken da drin. Falls jemand übrigens glaubt, dass das meine Lieblingsbeschäftigung auf dem Schiff ist, dann hat er sich mächtig geirrt. Aber muss ja sein. Also, jetzt wird es laut. Und jetzt kann ich nicht mehr reden, weil das zu laut ist. Also. So, das war der erste Schritt. Den zweiten mache ich meistens hiermit, mit diesem Werkzeug. Da gehe ich hier rein in die Fuge und kratze die aus. Da holt er noch mal ganz viel raus, wie man hier sieht. Und die Fuge ist schon fast sauber, aber natürlich noch nicht die Ränder. Na? Das kann man auch gut nehmen, um die Fuge übrigens zu vertiefen. Hier kratze ich mal drin. Auch das Werkzeug muss man natürlich immer wieder mal scharf machen. So, und dann ist der Rand noch mit dem zu machen. Hier, jetzt muss man aufpassen, hier geht die Maserung so rein. Das heißt, wenn ich hier reinziehe, so lang, dann geht es ins Holz. Ich muss also so lang hier sauber machen. Hier auf der Seite geht's. Das ist die Maserung genau andersrum. Dann kann ich das hier nochmal den Rand sauber machen. Damit kann man übrigens auch gut vertiefen hier. Ups, manchmal hängt das ein bisschen. So, und so geht es munter weiter. Muss man natürlich immer wieder mal zwischendurch absaugen. Ich gehe aber nochmal mit meinem Lieblingswerkzeug quasi hier rein. Und
Mach das unten gleichmäßig. Und auch gleich ein bisschen tiefer. So. Dann kommt natürlich der Sauger noch ins Spiel. Achtung, wird laut. Und jetzt ist der Teil der Fuge noch nicht ganz fertig, aber es sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja. Das heißt, wenn man sich konzentriert mit den 3 Geräten, dann geht es relativ gut. Am besten geht es allerdings noch mit einer Fräse, einer Oberfräse. Da habe ich mir auch einen Teller für gemacht, unten mit einem Stift vorne und einem Stift hinten, mit so einem Bolzen, der genau die Breite der Fuge hat. Wenn ich da die Fräse aufsetze, da muss allerdings schon ein bisschen aus der Fuge raus sein. Da kann ich ganz sauber da durchgehen mit dieser Führung der Fuge selbst und alles rausfräsen. Leider habe ich meine Fräse nicht hier, sondern nur den kleinen Aufsatz, von daher geht es jetzt nicht. Aber generell mache ich das so. Genau. Weiter geht's. So, jetzt folgt das gründliche Entfetten der Fugen mit Aceton. Und das nach gleich säubern Prinzip. Manchmal sieht man dann noch kleine Stellen, wo ein bisschen Sickerflex ist. Das muss man natürlich noch wegmachen. Aber jetzt ist erstmal alles gemacht. Jetzt kommt noch das Fugenband rein. Ich mache das immer so, dass ich das Fugenband hier mit diesem gekröpften Speitel einbringe. Hier abrolle, innen drin abrolle. Und dann einfach so andrücke. Das geht, finde ich, am allerbesten. Es gibt auch so spezielle Fugenabrollgeräte. Sowas hatte ich auch mal. Ich habe das mal verbraucht. Ich weiß nicht mehr an wen. Und nie wieder gekriegt. Nie wieder bekommen, leider. So, jetzt sieht man hier, glaube ich, überall das Fugenband drin. Und jetzt geht es ans Verfugen. Dazu habe ich mir die richtige Pistole geholt hier, und zwar eine große für die Würste, so eine Profi-Ding, glaube ich. Das wurde jedenfalls so angeboten als Profi-Gerät. Damit macht sich das viel einfacher als mit diesen kleinen Kartuschen. Also, los geht's. So, die Kanten hier, die Ecken nur, die klebe ich ab, den Rest klebe ich nicht ab. Also die Kanten da. Damit es nachher beim Schleifen einfacher wird. Aber den Rest klebe ich nicht ab, weil das viel zu viel Arbeit ist. Das habe ich früher mal gemacht. Ich habe mein ganzes Tic-Tac verfugt. Diese alles abzukleben war eine unglaubliche Arbeit und viel hat es eigentlich auch nicht gebracht. Sehr viel mehr, also sehr viel weniger musste man jetzt auch nicht unbedingt schleifen. So, ich mache das eigentlich ganz gerne so, dass ich nach vorne schiebe, weil man sieht immer unten so schön die Wurst, wie sie rauskommt, dass sie bis nach unten durchgeht. Und mit diesem großen Ding hier ist das wesentlich einfacher als mit diesen kleinen Pistolen. Habe ich auch schon oft, also schon einiges verfugt. Aber das geht besser hier, viel besser. So, die eine ist leer. Jetzt kommt noch die zweite. Ich nehme übrigens immer dieses TDS Tic-Tac Systems, TDS SES 440. Ich sage das jetzt, weil es meine Erfahrung ist und nicht, weil ich von denen gesponsert werde, sondern es ist einfach meines Erachtens das Beste, was es gibt.
So, das nimmt man dann hier von diesem Kopf ab. Das ist der Rest. Schmeißt es rein. Macht die Wurst rein. Schneidet hier den Kopf ab. Steckt es wieder rauf. Schraubt zu, kann weitermachen. Mit dem Speitel mache ich jetzt, streiche ich es jetzt nach oben glatt. Aber nicht so viel Druck, eigentlich überhaupt keinen. Und einfach nur so rüberfahren. Oder wenig Druck. So, das ist jetzt das Resultat. Erstmal vor dem Schleifen. Und man sieht natürlich dadurch, dass ich nicht abgeklebt habe, muss man jetzt eine ganze Menge schleifen. Bevor ich schleife, dann mache ich mit diesem Messer hier, mit diesem Mozart-Messer, mache ich noch die Stellen ab, die besonders hervorstehen. Ich habe das meiste schon gemacht, aber damit ich jetzt nicht so viel schleifen muss, beziehungsweise auch der Exzenterschleifer nicht so hin und her schwingt, mache ich erstmal die Stellen hier noch, schneide ich die schon mal vorab weg mit diesem Mozart-Messer, wie gesagt. Und erst danach geht es ans Schleifen. Nachdem das überschüssige Material mit diesem Mozart-Messer abgetragen ist, muss ich jetzt noch schleifen. Dazu habe ich hier eine gute Maschine, Exzenterschleifer und mit 80er Papier erstmal. Das wird alles abgesaugt und jetzt wird es laut, da kann ich nicht mehr sprechen. Und das ist natürlich die schönste Arbeit, weil jetzt sieht es richtig gut aus. Also zumindest, wenn es fertig ist. Aber ich glaube, das Resultat kann sich sehen lassen. Am Ende schleife ich nochmal mit 120er Papier nach, damit es nicht so rau ist. Das war jetzt mal ein kleines technisches Video zwischendurch. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen was gebracht. Ich wollte noch mal kurz zeigen, was ich für Werkzeuge benutzt habe. Das ist einmal dieses Hohleisen hier, Swiss Made. Das ist zu finden im Internet unter, ich habe es mir aufgeschrieben, Pfeil-Hohleisen gekröpft, Strich 2, Breite 6 mm bei mir. Habe ich bestellt bei bildhau.de. Okay, gibt es wahrscheinlich auch woanders. Dann dieses spezielle Messer hier für die Kanten. Das ist von Teak Decking Systems. Ein bisschen abgegriffen hier jetzt schon. Und die Fugenmasse ist auch von Teak Decking Systems. Die braucht übrigens keinen Primer. Gut, soweit ein kleines zwischendurch technisches Video von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich natürlich wie immer über ein Abo, über einen Daumen hoch und Kommentare, selbstverständlich. Vielleicht auch gute Ideen oder andere Ideen oder sonst was. Also, das war's von mir und bis zum nächsten Mal von der Kokon. Tschüss!